bei meinem ersten Castortransport standen wir ganz viel an der Straße und wollten drauf. Und es war aber nicht klar, wann und nicht klar, wer geht vor. Und dann gingen 3 und wurden wieder runtergeprügelt und die anderen 100 standen daneben. Und das passiert bei x-tausend nicht, weil es ist klar, wann wir gehen, wie wir gehen und dann gehen einfach alle, egal wie erfahren oder nicht. Und dann landen sie wirklich auf der Straße oder auf der Schiene. Ich war schon lange Zeit natürlich Sympathisantin der Anti-Atomkraftbewegung und war dann wirklich alarmiert, als der Ausstieg aus dem Ausstieg kam. Und es ist jetzt einfach reif, einen Schritt weiter zu gehen. X-Tausend mal quer bietet eine Möglichkeit für Menschen, die schon immer aktiv werden wollten und jetzt über diesen Schritt von einem Protest hinausgehen wollen und in den Widerstand hineinkommen wollen. Das heißt, im Rahmen von einer gewaltfreien Sitzblockade deutlich zu machen, dass sie diesen Castortransport nicht durchlassen werden und dass sie insgesamt für einen Ausstieg aus der Atomenergie kämpfen. Ja, also wenn ihr jetzt euch vorstellt, dass ihr jetzt auf der Straße sitzt und da jetzt länger bleiben müsst, dann ist es nicht ganz so günstig jetzt. Ihr habt jetzt ein Problem. Ihr könnt nur in eine Richtung gucken, ihr kriegt gar nicht mit, was da hinten passiert. Ihr müsstet euch alle umdrehen oder einer müsste aufstehen. Stellt euch vor, ihr müsstet jetzt hier übernachten. Ja? Ihr könnt ja mal probieren, ob ihr euch alle hinlegen könnt. Ja? Guckt, dass ihr im Kreis sitzt, dass ihr gut besprechen könnt euch, dass ihr Platz für euer Gepäck habt und dass ihr alle Richtungen im Blick habt. Das ist vollkommen klar, X-Tausend mal quer wird eine Straßenblockade machen in diesem Jahr. Wir wissen natürlich nicht immer, wie die Polizei reagiert. Aber durch die Trainings haben dann auch diejenigen, die sich mit hinsetzen, gelernt, wie sie möglichst ruhig bleiben können, auch bei Polizeigewalt. Und insofern ist es eine gute Aktion für Einsteigerinnen, die was Niedrigschwelliges suchen und zum ersten Mal an einer Aktion zivilen Ungehorsams teilnehmen. Also es gibt ja viele Menschen, die jetzt aktiv geworden sind, zum Beispiel bei der großen Demonstration in Berlin im letzten Jahr oder auch bei der Menschenkette jetzt im Frühjahr. Und diese Menschen haben erkannt, ich muss jetzt auf die Straße gehen. Ich war auch letztes Jahr in Berlin dabei und am Anfang im Zug sah ich gar nicht so viele Demonstranten und kam da mit ziemlich Bauchweh an. Und komme dann da auf den Bahnhof und sehe darunter diese Menschenmenge. Und es war also wirklich so ein tolles Gefühl, dass es so viele Gegner doch gibt, die das auf sich nehmen. Ja, und das hat mir unheimlich Mut gegeben. 99% aller Aktionen, die hier gemacht werden, sind gewaltfrei. Und das ist eigentlich ein Grundsatz, der hier für alle Aktionsformen gilt. Der gilt genauso für die bäuerliche Notgemeinschaft wie auch für X-Tausend mal quer. Was ich schon reizvoll finde, ist, dass X-Tausend mal quer es sozusagen so konsequent bis zum Letzten treibt, im Sinne von, wir beleidigen auch nicht, wir sagen nicht Scheiß Bulle. Ich finde es schon ganz gut, in der Aktion wirklich auch klar zu haben, das sind nicht unsere Gegner, das sind nicht die, gegen die wir hier sind. Wir werden schon entschlossen sein. Also Gewaltfreiheit in der politischen Aktion heißt nicht, alles mit sich machen lassen und wegzugehen, wenn die Polizei sagt, wir müssen jetzt die Straße freigeben. Das werden wir nicht. Das heißt also, man sitzt da und zwei Polizeibeamte oder Beamtinnen kommen auf einen zu, fordern einen auf. Bitte kommen Sie jetzt mit. Nein, ich bleib sitzen. Ja. Und dann gibt es diesen Blockadesitz. Das heißt, die Polizei kann einen wegtragen, kann gut anfassen. Der Kopf ist geschützt. Man kann nicht so leicht fallen, wenn man sich abfedern kann. Naja, in den meisten Fällen gibt es gar keine rechtliche Konsequenz für diese Blockaden. Wenn überhaupt, dann wäre das eine Ordnungswidrigkeit. Ordnungswidrigkeit ist also so wie falsch parken.
Wir haben aber in den letzten Jahren bei X-Tausend gar keine Strafverfolgung mehr gehabt. Es wäre schön, wenn möglichst viele Leute schon vorbereitet sind durch diese Trainings, aber wir sind auch offen für jeden, der sich noch ganz spontan entscheidet, der zu Hause sieht, oh ja, der Castor kommt und jetzt hält es mich doch nicht mehr. Wir freuen uns über jede und jeden. Das kann anfangen bei 14-jährigen Schülerinnen und das kann aufhören. Wir haben häufig auch 80-jährige Teilnehmerinnen und alles, was dazwischen ist. Herzlich willkommen. Ja, bis November.